zu einem neuen Video. Ja, es ist Ende Dezember, beziehungsweise der Januar fängt jetzt an und das heißt, es ist Lucky Bag Zeit, es ist die Fukubukuro Season in Japan. Und ja, das ist auch immer die Zeit, in der ich ein bisschen aktiver auf YouTube bin. Ich versuche zwar mal ein bisschen mehr zu editieren, aber ich komme immer nicht dazu. Und ja, für die Fukubukuro versuche ich mir jetzt extra Zeit zu nehmen, dass die Videos relativ zeitnah online kommen. Und ja, deshalb fange ich gleich heute schon mal an, denn ich habe mir auch dieses Jahr wieder einige Fukubukuro geholt und möchte diese euch gerne vorstellen. Und ja, es sind so unter anderem die gleichen wie immer. Ich habe mir wie immer die von Access Farm geholt. Dann wird es noch ein Video zur Mr. Donuts Pokémon Fukubukuro geben. Und dann habe ich auch wieder die von den süßen, niedlichen Katzen von den Fukufukunyanko geholt. Und ich habe auch noch eine Matcha Sweets Fukubukuro. Da habe ich das letzte Video nie hochgeladen. Mal gucken, ob ich es dieses Jahr auf die Reihe kriege. Ich hoffe, dass ich das zumindest alles im Januar schaffen werde. Und ja, wir fangen heute gleich mit dem ersten Thema an. Wie ihr sehen könnt, um mich herum steht Access Farm, meine Lieblingsmodemarke. Das wir inzwischen bestimmt alle schon wisst, wenn ihr meinen Kanal kennt. Und ja, da hat sich bei dem Fukubukuro dieses Jahr ein bisschen was geändert, was ich jetzt nicht besonders toll finde, aber wer die Fukubukuro-Videos aus den letzten Jahren kennt, da habe ich immer ein bisschen was erzählt, was es gibt. Normal hat Access Farm eigentlich einige verschiedene Fukubukuro im Angebot. Einmal eine normale, eine Poetik, eine Kawaii, eine Online- und Kinder-Fukubukuro in 2 Größen. Eigentlich gab es immer 6. Das haben sie dieses Jahr auf 3 runtergestuft. Dann gab es auch immer eigentlich 2 verschiedene Farbvarianten. Das haben sie dieses Jahr auch ziemlich runtergestuft, dass nur die ganz normale Access Fukubukuro 2 Farbvarianten hat. Die Poetik hatte nur noch eine. Bei Kawaii gab es auch nur eine. Und die Kinder Fukubukuro sind komplett weggefallen, genauso wie die Online Fukubukuro. Was aber auch daran liegen wird, dass es die Fukubukuro dieses Jahr nicht im Laden zu kaufen gibt oder nicht zu kaufen gab. Man kann sie nur online bestellen, was auch eine ganz eigenartige Neuerung ist, denn im Laden lassen sie sich, denke ich mal, noch ein bisschen besser verkaufen. Da kommen dann die Leute vorbei und denken sich, ach, ich nehme eine mit. Dadurch ist es auch auffällig, dass die Fukubukuro dieses Jahr nicht sofort ausverkauft waren. Sie werben immer noch fleißig, dass es immer noch Fukubukuro gibt. Man kann sie wohl noch bis zum 3. Januar online bestellen, wer eine haben möchte, solange sie nicht ausverkauft sind. Und ja, was dieses Jahr auch neu war, sie haben dieses Jahr sofort die Farben und ein bisschen die Muster gezeigt mit ganz kleinen Ausschnitten. Ich blende das mal eben ein. Früher gab es dann nur ein paar Silhouetten und man konnte ein bisschen was erahnen und dann kam immer so ein bisschen was. Und dieses Mal haben sie gleich diese Ausschnitte online gezeigt. Und ich hatte eigentlich mir vorgenommen, dieses Jahr beide zu holen, die normale Access Farm und die Poetik. Aber nachdem ich gesehen habe, dass die Poetik nur eine Farbvariante hat und da relativ viel Blau dabei ist, habe ich gesagt, nein, dann wird es die wohl nicht. Dafür sah die normale Access Farm Fukubukuro von den Farben her relativ gut aus für mich. Bis auf ein einziges hat mir alles darin sehr gefallen. Das heißt, ich war auch bei diesen Farben, die wir bekommen, relativ neutral, was ich haben möchte. Und ja, ich habe hier, wie ihr seht, 2 der normalen Access Farm Fukubukuro stehen. Und dann auch noch die Kawaii, die machen wir danach. Eine gehört mir. Die anderen gehören meinen Kundinnen vom Shopping-Service und ich bin wieder ganz dankbar, dass ich sie aufmachen und zeigen kann in meinem Video. Und ja, ich möchte nicht zu lange um den heißen Brei rumreden, wir fangen gleich mal an. Wir starten mit der ganz normalen Access Farm Fukubukuro, die ist dieses Jahr in einem dunkelgrünen Beutel. Wer sich die Farbe ausgesucht hat, naja, ich weiß nicht, den werde ich auf jeden Fall nicht weiter verwenden. Die Farbe geht für mich gar nicht, aber naja, es ist ja Geschmackssache. Diese Fukubukuro kostet 11.000 Yen, um die knapp 100 Euro, wobei der Yen ein bisschen schwach ist dieses Mal. Und ja, es sind 5 Sachen enthalten und die möchte ich euch einmal kurz zeigen. Ich werde sie wie immer später noch anprobieren, aber erstmal gucken wir, was in den ganzen Tüten drin ist. So, wie immer ist etwas zum Drüberziehen dabei. Normalerweise ist es ein Mantel. Und eigentlich habe ich auch einen Mantel erwartet, aber dieses Jahr, wo ist der Rest vom Mantel, ist es eine Jacke, eine ziemlich kurze Jacke. Ich bin ehrlich, ich besitze keine kurzen Jacken, außer es sind Cardigans oder sowas.
sehr interessant. Ich weiß noch nicht, ob ich sowas anziehen werde, aber es ist mal was anderes auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist die Jacke in schwarz. Es ist ein schöner, weicher Stoff, der ist wirklich richtig schön. Hier am Ärmel, ich zoome mal ein bisschen rein, sind 2 Knöpfe, ist auch ein bisschen umgeschlagen. Und ja, ist wirklich ganz süß. Wie gesagt, wir haben dieses Jahr eine Jacke drin. Ich werde mal ein bisschen mehr dazu sagen, wenn ich die Sachen anprobiere. Dann zur Jacke hinzu kommt ein Kleidchen. Das war das Einzige, was mir in der anderen Farbvariante nicht gefallen hat, weil da war es blau. Das ist so eine Art leichtes Lila. Es ist Flieder. Ein hübscher Farbton mit ein paar Blümchen drauf, mit lilanen und weißen Blumen und Schleifchen. Und hat ein bisschen Spitze und keine Ärmel, sondern eine Art Träger. Das ist das Einzige, was mir ein bisschen nicht so sehr gefällt, aber ihr werdet nachher sehen, warum es mir angezogen nicht so sehr gefällt. Ich habe die Sachen nämlich schon einmal anprobiert, um mir eine erste Meinung zu bilden. Ansonsten finde ich das Design eigentlich richtig süß. Der Stoff ist ziemlich weich, ist ein bisschen frischlicher, der Stoff. Und ja, ich finde die Blumen darauf echt süß. Und ja, mit den Schleifchen ein niedliches Design. Dann zum Drunterziehen unter das Kleid oder auch nur so ist ein Pullover mit dabei für die kalte Jahreszeit. Der hat hier vorne quasi eine Art Schleife, die man binden kann. Hier ist eine Art Rüschen über die Schultern gemacht. Und unten geht es auch noch ein bisschen zusammen, auch ganz niedlich gemacht. Der ist in einem Art Cremeton, also nicht in weiß, sondern in Creme. Und den kann man unter anderem unter das Kleid anziehen, aber auch so ein süßer kleiner Pullover. Den Pullover kann man dann auch mit einem Rock zusammen kombinieren. Das ist hier dieser, der ist in braun mit einem hübschen karierten Muster. Der gefällt mir wirklich sehr, der ist wirklich sehr hübsch. Ist auch so ein bisschen doppelt, das heißt unten am Unterrock ist auch nochmal der gleiche Stoff dran, dass er halt wirklich doppelt wirkt. Sehr niedlich. Und man hat dazu auch eine Art Gürtel, den man als Schleife dann drumherum machen kann. Sehr niedlich. Ja, das ist der Rock dazu. Und Nummer 5 im Bunde, dann ist meine Tüte auch schon leer, ist hier eine Strickjacke. Auch die hat den gleichen Ton wie der Pullover. Die ist wirklich sehr schön, die gefällt mir sehr. Hat nach unten zugehende Ärmel, das heißt, sie ist auch schön warm im Winter dann. Hat ein hübsches Muster und schicke Knöpfe. Die ist wirklich echt hübsch. Und die kann man dann über das Kleidchen drüber ziehen oder mit dem Pullover zusammen oder mit allen möglichen anderen Sachen kombinieren. Das ist eine sehr universelle Farbe, die man eigentlich zu allem nutzen kann. Ja, das waren die 5 Sachen, die in der Fukubukuro drin sind. Das ist Farbkombination Nummer 1. Und ich habe noch eine zweite Fukubukuro stehen. Da ist die Farbkombo Nummer 2 drin. Und die werde ich euch jetzt gleich nochmal mit zeigen, was denn da die Unterschiede sind. Wir starten hier bei der Jacke. Die war ja in der ersten Variation in schwarz drin. Hier ist in einem eine Art hellen Braunton drin, der eigentlich wirklich sehr schick ist. Die ist wirklich sehr schön. Ansonsten natürlich genau gleich geschnitten. Und auch, denke man, kann die relativ gut zu allem kombinieren. Das ist ein guter Farbton. Sehr universell einsetzbar. Und ja, es ist halt eine kurze Jacke. Nicht so wie sonst immer ein langer Mantel. Wirklich mal was anderes. Dann mal schauen, was ich als nächstes rausziehe. Ich kann eine Katze rausziehen. Die hat auch verschiedene Farben und ist ganz weich und kuschelig und schön für den Winter. Du kannst mein kleiner Schal werden für den Winter, wenn wir rausgehen. Wollen wir mal schauen, was wir noch drin haben. Dann habe ich hier als nächstes in der Hand die Strickjacke, die in der anderen in einem Cremeton drin war. Hier ist sie in schwarz dabei. Die gefällt mir fast noch besser, weil ja, schwarz habe ich nicht so viele Sachen und es ist wirklich was Neues zum Kombinieren.
Auch hier ist dann der Pullover, der in der anderen Variante in hell drin war. Hier ist er in schwarz. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Auch wieder mit dieser Schleife vorne dran, die man binden kann. Und mit den Rüschen oben an den Schultern. Und ja, der ist eigentlich auch ganz nett. Und diesen kann man dann zu dem Kleid kombinieren, was in dieser Fukubukuro in einem dunkelblau drin ist. Wie gesagt, das ist nicht ganz meine Farbe, aber das ist natürlich Geschmackssache. Das sieht dann so aus. Hat auch, wie bei dem anderen, auch Blümchen drauf und kleine Schleifchen. Und dann hier diese Spitze und diese Art Träger. Er sagt mir auch ein anderes Design vom Kleid. Da hat sich Axis dieses Jahr ein bisschen was einfallen lassen, ein bisschen was geändert zu den letzten Jahren. Das sieht so aus. Und das dann noch fehlt, ist der Rock. Das ist das Einzige, das mir gefällt in dieser Art Fukubukuro. Der ist in einem wunderschönen Rot drin. Der ist wirklich schön. Aber mir gefällt das Braun auch. Ich werde mir wahrscheinlich beide Farben zulegen. Der ist echt schick. Ich sag, das Rot gefällt mir noch besser. Aber wie gesagt, das Braun ist auch toll. Da haben sie echt zwei tolle Farben rausgesucht. Auch hier mit dem extra Gürtel dazu. Und ja, das sind die zwei Farbvarianten. Die zweite lege ich einmal zur Seite und die erste werde ich jetzt einmal anprobieren und euch zeigen, wie das Ganze aussieht. Also, auf geht es! So, hier haben wir jetzt die erste Kombination. Einmal das Oberteil und der Rock. Hier sieht man jetzt auch angezogen besser die Rüschen, die hier oben an den Armen sind. Die sehen wirklich cool aus, wenn sie angezogen sind. Und hier auch das Schleifchen dazu. Das ist auch ganz niedlich. Eigentlich ein schöner Pullover. Ich würde mir ein bisschen wünschen, dass die Ärmel ein klein wenig länger sind. Die hören hier irgendwo schon wieder auf. Da kann man ein bisschen runterziehen, wenn es dann kalt ist. Aber ansonsten ist der echt hübsch. Und dazu, wie gesagt, hier dieser Rock. Der ist auch ganz niedlich. Hier mit Gürtelschleife, die man binden kann. Man kann natürlich auch die Schleife weglassen und einen anderen Gürtel nehmen. Axis hat wunderschöne Gürtel, die man benutzen kann. Das einzige Problem, was ich beim Rock ein bisschen habe, dass der Unterrock ein bisschen spannt. Das heißt, man sieht hier diese extra Linie bei mir leider nicht. Der Unterrock hört nämlich etwas früher auf. Das würde nicht normal so aussehen. Da sieht es nämlich besser aus unten drum. Aber trotzdem finde ich den Rock echt hübsch. Und ja, wie gesagt, den werde ich mir in Rot auch noch zulegen. Der sieht echt niedlich aus. Hinten halt mein übliches Problem, aber das ist bei mir halt so. Es ist echt eine niedliche Kombination mit Pullover und Rock. Kommen wir nun vom Rock zum Kleid. Ich habe den Pullover weiterhin drunter gelassen, weil das gehört auch besser dazu. Da kommen auch die Rüschen wieder richtig gut rüber und die Schleife macht das Ganze noch ein bisschen verspielt. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, wisst ihr jetzt, was ich meine, dass ich diese Träger ein bisschen unpraktisch für meine Oper weiter finde. Es sieht einfach mega aus. Wenn ich auf die Seite gucke, sieht es so aus, als ob es quasi rausquillen würde. Also für große Oberweiten ist das nicht so gemacht. Wenn man ein bisschen weniger hat, das ist, denke ich mal, richtig hübsch. Da sieht es richtig toll aus. Vor allem mit der Spitze, die hier unten drunter durchläuft. Auch finde ich den Rock quasi unten drunter richtig süß. Ein echt süßes Kleid, nur mit meiner Oberweite sieht es ziemlich heftig aus. Dadurch, dass die Schleife hier ist, geht es eigentlich noch, das macht das Ganze ein bisschen weniger voluminös und macht es ein bisschen mehr niedlicher. Aber ja, dann sieht man, dass man Oberweite hat. Deshalb bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, was ich mit dem Kleid mache. Ob ich es tragen werde oder behalten werde. Da muss ich mal noch ein paar Nächte drüber schlafen. Beziehungsweise erstmal mit ein paar anderen Pullovern und anderen Sachen ausprobieren. Beziehungsweise wie es dann aussieht, wenn man etwas drüber hat. Und mit was drüber, das probieren wir jetzt gleich einmal aus. So, wir können zaubern. Wir haben jetzt nämlich etwas drüber. Das ist die Strickjacke, die dazu ist. Dadurch sieht man das obere Hälfte vom Kleid gar nicht mehr. Aber hier unten hat man immer noch die Schleife vom Pullover, was ganz niedlich ist. So sieht es auch echt süß aus, wenn ich hier unten den Rockteil habe. Man kann die Strickjacke natürlich auch aufmachen, damit man ein bisschen Farbe vom Oberteil hat. Weil, was ich ein bisschen komisch finde, ist hell auf hell. Das heißt, man sieht den Unterschied zwischen Strickjacke und Pullover relativ wenig.
Wenn man es zum Beispiel so hat, sieht das schon wieder besser aus. Dann hat man halt die Träger vom Kleid noch dazu mit ein bisschen Kontrast. Das ist schon echt eine süße Kombination, beziehungsweise würde ich, glaube ich, die Stricklacke dann hier doch eher in Schwarz nehmen, damit man den Kontrast ein bisschen mehr hat, beziehungsweise einen schwarzen Pullover nehmen, also ein bisschen farblich mehr mischen. Aber so sieht das Ganze nett aus, so sehen auch meine Oberweite nicht so böse aus, wie nur ohne Jacke. Das ist echt süß und ja, die Strickjacke ist echt schön. Die ist sehr kuschelig, die ist sehr schön warm. Hier sieht man das Muster auch mal ein bisschen besser. Unten die Ärmel sind auch zu, damit sie warm halten. Und hier die süßen Knöpfe mit auch einer süßen Knopfleiste. Echt süß, diese Strickjacke. Die werde ich mir auf jeden Fall noch in Schwarz besorgen. Die ist echt schön, gut für den Winter. Oder dann, wenn es Frühling wird, da kann man auch ein einfaches Kleid mit einem T-Shirt anziehen oder mit kurzen Ärmeln und die Strickjacke oben drüber. Die ist echt süß. Die gefällt mir sehr. Also eine richtige tolle Kombi. So, last but not least kommen wir jetzt zur Jacke. Hier sieht man auch schon mal farblich, was ich meine mit Weiß auf Weiß, beziehungsweise Creme auf Creme. Wenn man das noch mit einer dunklen Farbe kombiniert, sieht das noch einiges besser aus. Also schwarzer Cardigan passt für mich eigentlich ein bisschen besser. Und ja, das ist die schwarze Jacke. Wie gesagt, ich bin es gewohnt, dass es so ein Mantel ist. Es ist für mich ein bisschen ungewöhnt, dass es hier aufhört. Aber naja, zumindest geht der Mantel zu. Da habe ich immer meine kleinen Befürchtungen, wenn die Sachen kommen. Aber es geht wirklich über die Brust zu. Das ist sehr, sehr positiv. Ich kann sie also auch zumachen. Aber ich glaube, offen sieht es für mich, für meine Körperform ein bisschen besser aus. Und ja, was ist zum Mantel zu sagen? Ihr seht jetzt hier schon mal an den Ärmeln. Sieht man hier ein bisschen besser. Hier sind diese hochgestülpten Ärmel mit den Knöpfen. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn man die auch runter machen könnte. Aber es ist angenäht. Also man kann es jetzt nicht lang machen. Es ist festgenäht. Aber man kann eventuell auch das lösen. Da kann man den Mantel noch ein kleines bisschen länger machen. Weil auch hier habe ich, wenn ich ausstrecke, wird es kalt. Aber mal schauen, ansonsten ist es eigentlich ganz nett. Hier oben am Kragen, das ist ein ganz einfacher, im Gegensatz zur Kawaii, wo halt dieser Rüschenkragen drumherum ist, ist das hier ein einfacher. Und ja, eigentlich ein schicker Jacke. Wie gesagt, ich habe noch keinen, ich muss mich erst an diese kurze Form gewöhnen, aber ganz schlecht sieht es eigentlich nicht aus. Ist mal was anderes, kann man auch gut zu einem Kleid anziehen. Und ja, ist auf jeden Fall schön weich. Ich mag den Stoff, ist so eine Art Filzstoff, aus der sie ist. Und hält auch ganz gut warm. Also ja, das sind die Sachen aus der normalen Access Femme Fukebukuro in meiner Farbkombination, die ich bekommen habe. Und ich schicke euch mal zurück und wir schauen uns noch die Kawaii Fukebukuro an. So, und dann kommen wir noch zur anderen Fukebukuro, die ich hier habe. Dieses Jahr hat keiner von Poetik bestellt, aber ich habe zum ersten Mal eine Kawaii Fukebukuro in meinen Händen. Die ist nämlich ziemlich teuer, die kostet das Doppelte von der normalen. Die kostet 22.000 Yen, also umgerechnet ca. 200 Euro grob gesagt. Und ja, Kawaii ist das sozusagen Lolita-Label von Access Femme. Und ja, ich mag ja auch Lolita sehr, auch wenn ich es nicht so häufig und so detailliert trage. Aber ja, die haben schon richtig tolle Lolita-Sachen und die Preise sind da auch noch okay, wenn man es mit diesen großen, berühmten Lolita-Marken vergleicht. Und ja, wie ihr eventuell hier schon sehen könnt, die Tasche ist in schwarz und sie hat hier schon etwas drauf, was darauf hinweisen wird, was in der Fukebukuro Thema ist. Es geht um Alice im Wunderland. Hier ist unser kleines Häschen drauf und ja, wir schauen einmal rein. Wie gesagt, die Tasche gehört meiner Kundin. Ich werde die Sachen also nur zeigen und nicht anprobieren. Aber ja, ich habe schon mal geguckt und sie sind echt niedlich. Ich hatte tatsächlich selbst überlegt, mir mal eine dieser Kawaii Fukebukuros zu kaufen. Vor allen Dingen, da mir die Poetik nicht gefallen hat. Aber auch hier hatten sie vorher schon die Farben und beziehungsweise Musterstücken gezeigt. Und ja, da ist auch hellblau dabei und das mag ich auch absolut nicht. Also war die Fukebukuro für mich raus. Allerdings finde ich das Design vom Rock ganz hübsch und eventuell werde ich mir den noch holen. Aber wir schauen uns jetzt erstmal alles einmal an.
Ich habe hier ganz oben einmal das Kleidchen liegen, quasi das Hauptstück von der Fukubukuro. Wie ihr seht, das ist hellblau, aber auch sehr, sehr hübsch. Es ist ein Jumper Skirt, das heißt hier oben mit Trägern kann man quasi drüber ziehen. Und wie schon gesagt, das Design ist Alice im Wunderland. Es ist echt schick mit Häschen und Rosenbaum und Teekannen und Karten. Halt alles, was Alice im Wunderland so hergibt. Oben ist ein kleines Schleifchen. Hier geht auch ein bisschen Spitze runter. Ist also wirklich süß gemacht. Und was bei Lolita halt so gehört, hier sind die Bänder, damit man sich hinten eine Schleife an den Rücken machen kann. Die kann man übrigens auch abnehmen, was ich bei Access vom Kawaii immer sehr, sehr praktisch finde. Das heißt, wenn man Lolita tragen möchte, aber auch nicht zu extrem, also die Schleife zum Beispiel hinten nicht möchte, kann man sie einfach abmachen. Das ist wirklich ganz praktisch immer. Und ja, wie gesagt, das ist das Hauptkleid von der Kawaii Fukubukuro. Ein Alice im Wunderland Kleid in hellblau, echt, echt süß. Und hat auch ziemlich großzügiges Shearing, also hier, man kann es richtig weit ziehen, da passt auch relativ viel Oberweite rein, also das sollte mir ohne Probleme passen. Passend zu Lolita haben wir dann hier eine Bluse, die kann man dann unter das Kleid drunter ziehen. Als Nicht-Lolita würde ich einfach einen Pullover drunter ziehen, als Lolita nimmt man hier eine wunderschöne Bluse, die ist wirklich schön verziert, hat hier oben einen Rüschenkragen, süße Knöpfchen, auch hier nochmal mit Rüschen. Hier ein bisschen Spitze mit angebracht. Echt, echt niedlich. Und hier unten an den Ärmeln sind auch noch ein paar Schleifchen. Eine wirklich süße Lolita-Bluse. Ganz dünn. Ich würde eher sagen für den Herbst und nicht für den Winter. Also Herbst und Frühling. Für den Winter wird es dann ein bisschen frischlich, beziehungsweise muss man da noch ein bisschen was drüber ziehen. Die ist wirklich ganz süß und passt natürlich perfekt zum Kleid. Ja, etwas zum Drüberziehen, was wir schon gerade gesagt haben, wenn es dann im Kleidchen doch ein bisschen frischlich ist. Ich weiß zwar nicht, wie das Rot und das Blau zusammen harmoniert. Auf jeden Fall sehr kontrastreich. Ist dazu ein kleiner Cardigan, eine kleine Strickjacke. Die ist wirklich süß. Die ist wirklich süß. Die würde mir auch gefallen. Hier mit dem Häschen drauf gestrickt. Dann natürlich süß mit Spitze verziert und Knöpfchen. Die ist wirklich süß. Passt wirklich sehr gut. Ist wirklich sehr, sehr niedlich. Das ist etwas, was ich mir nachkaufen würde, wenn ich es relativ günstig finde. Das ist wirklich süß. Eine süße Jacke. Die gefällt mir sehr. Und auch hier würde ich sagen, passt relativ viel rein. Kann man auch ein bisschen mit größerer Oberweite anziehen. Sehr niedlich. So, dann, was wahrscheinlich eher zur roten Strickjacke passt, ist dieser Rock. Der gefällt mir auch sehr. So, das ist vorne. Der ist ziemlich einfach gehalten, also normaler Rock. Hat allerdings einen hübschen Print. Ein Spitzenprint mit Schleifchen drauf und allen. Der ist echt niedlich. Spannweite ist, naja, nicht zu sehr, aber immerhin ausreichend. Der ist echt süß. Das ist auch etwas, was ich anziehen würde. Und ja, zusammen das mit der Strickjacke gefällt mir, glaube ich, ein bisschen besser. Das kann man besser kombinieren. Schön rot, schwarz, weiß. Das ist, denke ich mal, eine hübsche Kombi. Und zum Schluss, was fehlt noch? Es fehlt natürlich auch hier noch der Mantel, die Jacke. Mal gucken, ist auf jeden Fall in schwarz drin. So, auch hier ist es dieses Jahr kein langer Wintermantel, sondern eine Jacke. Die ist ähnlich wie von der normalen Access Fukubukuro, allerdings ein bisschen süßer. Oben mit diesem runden Kragen und hat natürlich noch ein bisschen Spitzenverzierung. Die ist wirklich ein bisschen niedlicher gemacht. Allerdings würde ich jetzt sagen, hier unten, das ist komplett gleich, nur dass die normale Access sogar noch ein paar Knöpfe hat. Die würde ich hier zum Beispiel noch hinzufügen. Hier ist nur ein bisschen Rüsche angebracht, aber dafür sieht es halt obenrum ein bisschen niedlicher aus und hat noch ein bisschen Spitze. Ja, das ist die Kawaii Fukubukuro.
Ja, ihr Lieben, damit sind wir auch schon durch mit dem ersten Fukubukuro-Video. Ich habe schon wieder viel zu viel gequasselt und es ist wahrscheinlich wieder relativ lang geworden. Aber ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat und ihr einen Einblick bekommen konntet, was in den Access Farm Fukubukuro drin ist. Ich bin sehr happy über meine normale Access Farm Fukubukuro und werde mir ja, noch ein paar Sachen nachkaufen. Und ja, die Kawaii ist auch wirklich sehr, sehr süß. Wenn das Kleid in einer anderen Farbe drin gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich schwach geworden. Aber eventuell kaufe ich mir auch da ein, zwei Sachen noch nach, wenn die Sachen auf den Secondhand-Seiten weiterverkauft werden. Ja, ich mache dann mal Schluss mit dem ersten Fukubukuro-Video. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, lasst mir gerne ein paar Daumen hoch da und schreibt mir gerne auch ein paar Kommentare. Was ist denn euer Favorit aus den Fukubukuro oder was hat euch absolut gar nicht gefallen? Ich weiß noch, letztes Jahr war der Rock so hässlich aus der normalen Access Farm Fukubukuro. Den hatte ich auch nicht einmal an. Der liegt zwar noch bei mir im Schrank. Ich wollte die Spitze irgendwann mal abmachen, aber er liegt. Aber ja, was ganz Hässliches hatte ich dieses Jahr gar nicht dabei. Da bin ich schon mal ganz, ganz happy. Und ja, wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, dann lasst mir auch ein Abo da und schaut auch gerne bei meinen nächsten Lucky Bag Videos mit hinein. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Bis bald!